Was ist Artificial Intelligence? Wo steht diese Technologie heute? Was kann Artificial Intelligence und was kann es eigentlich nie können? Ich würde es gerne als intelligente Technologien bezeichnen. Also wir haben uns das ja auch zum Ziel gesetzt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich Menschen helfen, mit intelligenten Technologien mehr zu erreichen, mehr wahrnehmen zu können, mehr machen zu können, mehr an der Gesellschaft teilhaben zu können. Ja. Dieser Begriff Artificial Intelligence ist für mich so ein bisschen so ein durch den Hype aufgeblasener Begriff, ja, wo alles und nichts drinnen ist. Ja. Ich meine, es gibt natürlich da schon sehr konkrete Teilbereiche wie Machine Learning, Deep Learning und solche Sachen, die da drinnen zu verorten sind. Ja. Aber für mich sind es in Summe, jetzt wenn man strategisch betrachtet, intelligente Technologien. Mir gefällt sehr gut diese eine Bezeichnung, also eigentlich, wenn man sagt, alles, was der Mensch entwickelt und nutzt, um Aufgaben zu erledigen, die, wenn es ein Mensch machen würde, man sagt, das war intelligent. Ist dadurch vielleicht auch zu erklären, dass Menschen Angst haben, abgehängt zu werden von Maschinen? Naja, wenn man den Mensch jetzt nur betrachtet als jemand, der Tasks erledigt, Aufgaben in einer Nische erledigt, ja, dann konkurriert er natürlich mit Algorithmen, mit intelligenten Technologien. Ja. Wenn man den Mensch aber jetzt als Gesamtes betrachtet, ja, wo emotionale Intelligenz und solche Dinge, Kreativität dazukommen, da sind wir natürlich weit weg von dieser Konkurrenz. Ja. Nur dieser Begriff Artificial Intelligence, der kommt ja aus dieser Überlegung, dieser allgemeinen Intelligenz, die alles kann, so wie der Mensch. Daher, glaube ich, ist diese Angst begründet. Ja. Sie kennen diese Filme wie Terminator und so, die natürlich diese Angst nährt. Ich meine, das ist natürlich Science-Fiction, Dystopien, da sind wir, glaube ich, weit davon entfernt. Was sind denn heute schon die wichtigsten Anwendungen künstlicher Intelligenz? Interessant ist, wenn man die Menschen fragt, kennen sie intelligente Lösungen, arbeiten sie, dann sagen die meisten, nein. Ich nütze das nicht. Ja. Wenn man ins Detail reinschaut, dass jeder, der zum Beispiel online Videos streamt, sei es auf Netflix, Amazon, was immer, hat sicher schon mal auf irgendein vorgeschlagenes Video geklickt und sich das angeschaut. Das wird durch Artificial Intelligence, durch Machine Learning vorgeschlagen. Oder wenn man bei Amazon ein Produkt kauft, das einem vorgeschlagen wird, da ist Machine Learning dahinter. Ja. Oder auch in der Medizin, Röntgenbilddiagnose wird vorverarbeitet durch Bilderkennungsalgorithmen, Verfeinerungsalgorithmen oder Handys, Fotos, die im Handy gemacht werden, ja. Kommunikationslösungen, die gemacht werden, Verschlüsselung, Viruserkennung, solche Sachen, Computerkriminalitätserkennung, alle diese Dinge, dort ist das alles schon im Einsatz und doch schon seit einiger Zeit. Ja. Wo ist dann dieser Übergang, der Menschen beginnt, Angst zu machen? Also ich sehe das auf zwei Ebenen. Das eine ist die Angst vor etwas Unbekannten, wo man nicht weiß, was ist es konkret, wie mächtig ist es, was macht es, wie entwickelt sich das, wie steht es mit mir in Beziehung. Und das zweite, die Angst, dass diese Systeme jetzt konkret für den Menschen Entscheidungen treffen, die den Menschen direkt oder indirekt betreffen. Aber der Mensch hat ein bisschen Angst, dass die Maschine mehr weiß über einen, ja, mehrere Kriterien in die Entscheidung mit einfließen lässt und dadurch vielleicht öfter gegen einen entscheidet, als man gerne im Bauch gefühlt hätte. Ja. Wie weit sind da Systeme, autonom Entscheidungen zu treffen oder unterstützen sie nur Menschen bei Entscheidungen? Also wir haben uns, aber nicht nur wir, ein Regelwerk überlegt, was macht Sinn, autonom zu entscheiden und was macht keinen Sinn. Ja, und ich habe da für mich so 3 Bereiche definiert. Also es gibt die Situation, wo man schnell Entscheidungen treffen muss. Nehmen Sie ein selbstfahrendes Auto, Gefahrensituation, da muss man in einer Millisekunde unter Umständen irgendeine Steuerinitiative ergreifen, um einen Schaden zu verhindern. Ja. Da ist der Mensch einfach nicht in der Lage, in dieser kurzen Zeit Entscheidungen zu treffen. Übrigens auch der Mensch selbst, wenn er fährt, trifft die Entscheidung nicht aufgrund irgendwelcher ethischen Überlegungen, sondern aufgrund seiner Instinkte, seiner ureigensten Erfahrungen in einer Krisensituation. Und die wird vielleicht nicht moralisch korrekt sein. Ja. Das Zweite ist, man hat eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten. Stellen Sie sich vor, Sie schicken einen Mars-Roboter weg, ja, wo die Kommunikation 30 Minuten dauert oder vielleicht gar nicht möglich ist. Ja. Dann muss dieses Gerät vor Ort autonom funktionieren. Es muss Entscheidungen vor Ort treffen können, um dort sich zu bewegen oder was machen zu können. Ja. Und das Dritte, das finde ich ist der interessanteste Bereich eigentlich, Menschen, also Arbeitsplätze von Menschen aus Gefahrensituationen wegzurationalisieren.
Stellen Sie sich vor, ein Atomunfall, Atomkraftwerk, sollte man eigentlich nicht einen Menschen hinschicken, um die Strahlung zu messen. Das kann ein Roboter autonom erledigen. Also das ist ein Bereich, wo man sagen kann, dort macht es Sinn, Arbeitsplätze durch Maschinen zu ersetzen. Ja, das sind für mich so die 3 Bereiche. Wir haben Entscheidungsframeworks für uns entwickelt, so Ethik-Guidelines könnte man dazu sagen, die im groben 6 Kriterienbereiche abdecken und einen Fragenkatalog dazu, der einerseits helfen soll, mal so diese grundlegenden Dinge zu klären. Ja. Um was geht es da? Wie schaut es mit der Kompetenz aus? Ist es gescopt und so weiter? Und wenn immer da eine dieser Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet werden kann, ist bei unser Ethikkomitee damit zu betrauen. Welche Erfahrungen hat Microsoft im Einsatz dieses Ethics Frameworks gemacht? Wir haben 2 Ebenen, die wir hier adressieren. Das eine ist Entscheidungsfindung, wollen wir etwas machen, ist es sinnvoll, ist es angemessen oder nicht. Und das zweite ist, wie wollen wir etwas machen? Also so die Ethik-Design-Guidelines, wie wir das nennen, beziehungsweise Value-Sensitive Design nennen wir das, dass man das eben berücksichtigt beim Umsatz. Aber denken Sie an einen Chatbot. Wie soll sich der Chatbot in einem Dialog verhalten? Ja? Und da gibt es ja Regeln, zum Beispiel, ich habe es da aufgeschrieben, eines Humans are the heroes. Das ist sowas wie Respekt. Der Mensch hat vielleicht Recht oder den sollte man halt respektieren. Ja. Also Respekt ist natürlich dann das abstraktere Ziel. Ja. Know the context. Um was geht es hier? Ja. Also Information wirklich zur Verfügung, in welchem Zusammenhang steht dieser Dialog. Oder die Balance zwischen Emotion und Intelligenz. Sie kennen das Problem, wenn ich ein Fachgespräch führe und jemand versteht mich nicht, ja, weicht er immer auf eine emotionale Ebene aus. Das sollte man erkennen als Bot, ja, dass jetzt im Moment der Kontext verloren gegangen ist. Ja. Und ganz wichtig ist, sich weiterzuentwickeln mit der Zeit. Weil sonst verliert irgendwann der Mensch im Dialog mit der Maschine einfach das Interesse. Ja. Die Maschine ist mir zu dumm oder versteht mich nicht. Ja. Also das sind so einfache Design-Guidelines, die auch unsere Ingenieure berücksichtigen, wenn sie solche Systeme entwickeln. Ja. Die eine Befürchtung von Menschen ist also, dass Maschinen autonome Entscheidungen treffen könnten. Autonome Entscheidungen statt Menschen. Inwieweit besteht ein Risiko, dass sich Menschen einfach auf den Vorschlag von Maschinen immer mehr verlassen? Stellen wir uns die Situation eines Arztes vor, der trifft Entscheidungen unter Zeitdruck. Der trifft Entscheidungen nicht nur in der Intensivstation unter Zeitdruck, sondern im ganz normalen Kassenpatienten. Der hat nur mehr wenige Minuten pro Kassenpatient. Stellen wir uns vor, ein Artificial Intelligence System würde ihm das Vorscreening abnehmen und einen Vorschlag machen, welches Medikament für diesen Patienten jetzt zu verschreiben ist. Unter dem Zeitdruck, den ein Arzt steht, wird er dann wirklich noch eine Entscheidung treffen oder einfach nur mal ein Häkchen unter dem Vorschlag machen? Ich würde es vielleicht so betrachten, einerseits sollte man zumindest jetzt noch vollautomatische Entscheidungen in so einer Situation unter Umständen vermeiden. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass man durch solche Systeme, durch Machine Learning, bessere Entscheidungen treffen kann, indem mehr Information zur Verfügung steht. Wenn man sich überlegt, Machine Learning ist eigentlich nichts anderes als Daten, die man hat, Daten zu generieren, die man gerne hätte. Diese generierten Daten haben natürlich nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie korrekt sind. Ja. Aber ich habe mehr Information dadurch zur Verfügung. Und ein Arzt kann ich durch das bisschen mehr Information, so ist zumindest die Theorie, eine bessere Entscheidung treffen. Ja. Und gerade im Gesundheitsbereich, glaube ich, ist das Potenzial enorm, bessere Entscheidungen treffen zu können. Man weiß ja jetzt schon, eigentlich durch alle möglichen Studien, dass zum Beispiel bei chronischen Krankheiten diese Systeme deutlich bessere Trefferwahrscheinlichkeiten erzielen, als wenn ein Arzt diese Entscheidung alleine durch sein Wissen trifft. Ja. Ich denke, ein zweites Thema könnte es sein, Daten zu verwenden bei solchen Algorithmen, die weit hergeholt sind und wo die Bevölkerung oder der einzelne Mensch sich denkt, ja, wie kommen Sie denn auf die Idee, diese Daten zu verwenden? Ich habe vor kurzem jetzt darüber gelesen, dass ein Algorithmus einer Versicherung die Daten darüber verwendet, wie oft jemand sein Handy ganz ausleert und den Akku und praktisch das Ausladen des Handyakkus als Indikator herangezogen wird. Das ist ein verlässlicher Mensch, der plant sein Leben, der lädt seinen Akku immer schön in der Früh auf und genauso wird er auch seinen Kredit schön zurückzahlen. Eine sehr zweckentfremdete Verwendung von Daten, die aber offensichtlich eine hohe Prognosequalität hat. Ja. Ich kann recht gut verstehen, dass Leute das nicht gern wollen. Ja. Ich glaube, dass gerade in Europa wir eine relativ gute
einerseits rechtliche Basis geschaffen haben mit der Datenschutzgrundverordnung, hier quasi einen sorgfältigen Umgang mit diesen personenbezogenen Daten zu erzwingen auch, ja, und auch mit Konsequenzen des Missbrauches umzugehen. Andererseits kommen wir da jetzt in Bereiche rein, wo nicht alles vielleicht reguliert ist. Ja. Und dort spielt natürlich das Thema Ethik eine Rolle. Und ich verstehe das so, dass wir ein wertebasiertes Rahmenwerk eigentlich jedem Menschen beibringen sollten, dass er auch in Bereichen Entscheidungen treffen kann, eben über die Verwendung von Daten, wo es vielleicht nicht genau genug geregelt ist. Ja. Also eine Entscheidung, um ein Risiko zu minimieren, dass das missbraucht ist oder zum Schaden verwendet werden kann. Ja. Ich meine, das ist das Thema, wo wir uns momentan fokussieren darauf, dass möglichst viele verstehen, was sie hier machen, was sie hier entscheiden und welche Auswirkungen, welche Konsequenzen das auf den Menschen, auf die Gesellschaft haben könnte. Ja. Heißt das, dass der kompetente Umgang mit Technologien, aber auch das Entscheiden über Hightech, über neue Technologien eine Bildungsaufgabe ist? Auf verschiedenen Ebenen, ja. Und zwar auf zwei Ebenen, würde ich sagen. Das eine ist, die Systeme entwickeln, designen, ja, müssen ganz neue Kompetenzen verstehen. Das ist eben das Verschmelzen von Sozialinnovation, technischer Innovation, dass man hier ein bisschen breiter denkt. Also dieses Designen von Lösungen und nicht nur erfinden, entwickeln, synthetisieren, kriegt wesentlich mehr Bedeutung. Ja. Also so Fähigkeiten wie Abstraktionsfähigkeiten verallgemeinern, das wird immer wichtiger werden. Ja. Das Zweite ist aber auch das Nutzen. Ja. Natürlich gibt der Designer dem Mittel einen Zweck mit, ja, was der Einsatzbereich ist, was die Leistung sein kann des Systems. Aber trotzdem kann man ein fertiges System dann doch auch missbrauchen, ja, zweckentfremden und so weiter. Auch hier müssen die Anwender eine andere Kompetenz haben. Das ist so wie Autofahrer. Ja. Ein Auto, nur einen Führerschein zu machen, hast man nicht alleine oder Auto zu designen, das wird immer sicher sein. Ja. Auch der Fahrer hat eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, dieses Ding dann sinnvoll einzusetzen. Ja. Sie haben jetzt einen Gegensatz zwischen Entwickeln und Designern aufgezogen. Worin genau sehen Sie diesen Gegensatz? Naja, wir reden ja oft über Innovation. Ja, und meiner Meinung nach gibt es ja 3 Innovationskonzepte. Ja. Die Invention, Discovery, Design. Ja. Für mich ist so diese Erfindung, das ein ingenieurmäßige, mathematisch berechnetes Optimum. Ja. In der Elektrotechnik haben wir ja die synthetische Generierung von Schaltungen, ist so ein Klassiker. Ja. Discovery ist ein bisschen der Zufall, ich entdecke etwas, was Neues. Ja. Und Design ist ein sehr breiter Ansatz, ja, wo man viele, viele Parameter, Umweltaspekte, soziale Aspekte, wesentlich allgemeinere Lösungen designt. Ein Kollege hat das einmal so gesagt, wir brauchen keine Vereinfachungen, einfache Lösungen, sondern wir brauchen generalistische Lösungen, die allen was bringen. Ja. Das würde ich als Design bezeichnen. Das ist auf einem anderen Abstraktionsniveau. Das ist eine Kategorie von Lösungen und nicht nur eine. Inwieweit werden diese 3 verschiedenen Innovationskonzepte bei Microsoft angewendet? Also ich glaube, es gibt nur mehr Design. Ja. Und Sie kennen das auch, diese Begriffe wie Design Thinking, dass man sich halt mit den Kunden, mit den Betroffenen zusammensitzt und überlegt, was bedeutet das jetzt? Nicht nur auf technischer Ebene, sondern wirklich auf gesellschaftliche, für das Businessmodell, ja, für die Rolle in der Gesellschaft des Unternehmens, für die Zukunft und so weiter. Ja. Das sind relativ komplexe Prozesse, aber auch sehr interessante Prozesse. Ja. Also ein Softwareentwickler heutzutage entwickelt Lösungen mit ganz einem anderen Engagement, wenn er diesen Kontext versteht, wo seine Lösung dann eingesetzt wird. Ja. Sie haben Design Thinking erwähnt, das setzen viele Unternehmen bereits ein. Manche Unternehmen scheuen sich ein wenig vor der Komplexität eines solchen Design Thinking Prozesses. Wenn Sie Erfahrungen mit Design Thinking haben, was würden Sie diesen eher vorsichtigen oder zurückhaltenden Unternehmen raten? Also was ich schade finde, ist, ich glaube nicht, dass sie nur wegen der Komplexität zurückscheuen, sondern weil sie viel zu wenig Zeit in diesen Ansatz investieren wollen. Wir haben immer weniger Zeit, uns einmal zurückzulehnen, das Problem ein bisschen aus einer größeren Perspektive zu betrachten und vielleicht festzustellen, das Problem existiert in einem anderen Kontext, vielleicht gar nicht. Oder wenn ich 2, 3 Probleme zusammenlege, kann ich ganz andere Lösungskonzepte entwickeln. Ja. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr die Zeit haben zum Nachdenken. Ja. Das eine ist die Zeit, das andere ist das Miteinander nachdenken, Co-Design. Wo sehen Sie die Chancen von Co-Design? Wo sehen Sie aber auch die Grenzen solcher Co-Design-Settings? Also Riesenchancen sehe ich im interdisziplinären Ansatz. Ja.
Wenn man sich anschaut, und das ist auch vielleicht das Spannende jetzt von Artificial Intelligence, das ist auf einmal ganz neue Branchen anfangen, darüber nachzudenken, was bedeutet diese Technologie, dieses Konzept für meinen Bereich. Das heißt, von der Landwirtschaft, Medizin, Bildung, überall findet man relativ schnell einen Ansatzpunkt, was man damit machen könnte. Und auf einmal kommen Experten aus diesen unterschiedlichen Bereichen zusammen und wenn die gemeinsam über das nachdenken, was kann ich oder was soll ich mit diesen Mitteln in diesem Bereich machen, kommen ganz neue Lösungen ans Tageslicht. Ja. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen zu einem Zukunftsausblick. Welche Technologien werden unser Leben, glauben Sie, in den nächsten 5 bis 10 Jahren radikal verändern? Also ich habe da so einen 4-stufigen Prozess im Auge. Ja. Digitalisierung so als Konzept ist ja ein sehr exponentielles Phänomen. Ja. Und im Rahmen der Digitalisierung haben wir diese Cloud-Welle jetzt erlebt. Ja. Also vom Prinzip ist das ein Sharing-Innovation-Modell, eine Skalierung von Infrastrukturen, Wiederverwendung. Das ist eine interessante Grundlage für Internet of Things, Automatisierung von Datengenerierung, die dann auf dieser hochverwendbaren, hochskalierbaren Infrastruktur verarbeitet werden können. Damit entsteht parallel diese ganze Big Data Analytics-Thema. Ich habe viele Daten auf einmal zur Verfügung, die ich auswerten möchte. Ja. Das wächst jetzt parallel. Wir entwickeln neue Strategien, neue Konzepte, neue Algorithmen, um mit großen Datenmengen umzugehen. Parallel dazu entsteht auch, oder vielleicht als nächster Schritt, dieses Edge-Computing-Thema. Dieses Datentransportieren von Millionen Sensoren in ein großes Datacenter ist nicht immer sinnvoll oder auch aus Datenschutzgründen nicht zweckmäßig. Ja. Es kommt dieses Edge-Computing, eine vorgelagerte Instanz nahe bei den Sensoren, Vorverarbeitung, Machine Learning-Algorithmen, die das halt reduzieren, die Datenmenge und nur mehr Entscheidungen vielleicht in ein Datacenter transportieren. Ja. Und der letzte interessante Schritt ist sicher das Thema Artificial Intelligence oder Machine Learning. Für mich ist es die Automatisierung von Big Data, wo einfach eine Maschine automatisch regelmäßig im hochskalierbaren Maße Analysen durchführt, um Entscheidungen zu unterstützen, um neue Daten zu generieren, die interessanterweise dann aber auch eine Datenreduktion bewirken. Also ich brauche auch durch Machine Learning weniger Daten nachher in der Verwendung dieser Ergebnisse, als wenn ich jedes Mal eine Big Data Analyse mache. Ja. Das heißt, und das ist nämlich interessant, wenn man sich anschaut, je besser diese Artificial Intelligence wird, je abstrakter sie funktioniert, desto weniger Daten benötigt man auch, um Entscheidungen zu treffen, weil ja quasi die Entscheidung auf einer Wissensbasis basiert. Viele Daten brauche ich nur für die Lernphase. Nachher brauche ich dann wieder weniger. Deswegen wird das auch ein bisschen dazu beitragen, dass wir in der Zukunft ein bisschen zurückkehren zu den hochwertigeren Informationen, die wir eigentlich brauchen, um Entscheidungen treffen zu können. Ja. Also das sind die Dinge, die unser Leben meiner Meinung nach massiv verändern werden, wenn wir dorthin kommen, dass diese Entscheidungen auf dieser Basis, auf diesem Niveau möglich werden. Ja. Weil dann können wir vielleicht damit diese großen Probleme, die Herausforderungen, die uns jetzt gegeben sind, lösen. Das deckt sich mit einigen Gesprächen, die ich mit anderen Unternehmern geführt habe, gerade was Internet of Things betrifft. Das ist eine Technologie, die knapp vor der Tür steht. Diese Unternehmen haben aber berichtet, es fällt ihnen sehr schwer, Kontexte zu finden, wo Menschen das auch wirklich einsetzen, wo es einen Nutzen bringt. Also einen Sensor von der Größe, der nur 1-2 Euro kostet, ein vollständiger Computer. Wozu? Warum sollten Leute das wollen? Was wollen sie denn Sensoren? Was bringt ihnen das? Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel aus der Landwirtschaft. 2050 wird prognostiziert, brauchen wir 70% mehr Lebensmittel. Das heißt, die Herausforderung wird sein, präziser unser Land zu bestellen, damit die Erträge optimal sind und auch unter Anbetracht der Umweltbedürfnisse. Also wenn man die Sensoren hernimmt, natürlich nimmt man Sensoren, um die Bodenfeuchtigkeit, chemische Substanzen und Sachen zu messen. Nur Sensoren sind auch relativ teuer in diesem Umfeld. Ja. Das heißt, man überlegt sich neue Arten von Sensoren, Bilderkennung, Drohnen zu verwenden, die vielleicht statt hardwaretechnischen Sensoren über Bildalgorithmen wesentlich günstiger großflächige Auswirkungen machen zu können. Ja. Das heißt, im Landwirtschaftsbereich entstehen auf einmal ganz andere Lösungskonzepte. Ja. Artificial Intelligence löst bei vielen Menschen Ängste aus. Es gibt aber auch viele Hoffnungen. Wie kann man mit diesen Licht- und Schattenseiten umgehen? Also ich glaube, wir sollten
aufhören, alle unsere Probleme sofort auf die Technologie zu projizieren. Ja, der Mensch macht Fehler und wir ordnen das gern der Technologie zu. Ich glaube, gerade bei künstlicher Intelligenz gibt es eine gewaltige Chance, Probleme zu lösen, die uns momentan begleiten. Ja. Und wenn wir uns jetzt nur auf die Schwächen oder die Gefahren besinnen, vergessen wir das Potenzial. Ja. Wir sollten quasi Rahmenbedingungen schaffen, die uns helfen, diese Gefahren einzudämmen. Ja. Da gibt es so Überlegungen wie Sandboxes zu schaffen, also geschützte Umgebungen, wo man experimentieren kann, wo man aus Fehlern lernen kann, um eben dann das Potenzial im Einsatz wirklich schöpfen zu können. Ja. Also ich glaube, das lohnt sich wirklich, diesen positiven Ansatz zu wählen, mit den richtigen Überlegungen, dass man das im Zaum halten kann und nicht nur über das Negative zu diskutieren. Okay, danke für das Gespräch. Gerne, hat mich gefreut.